Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zum NF Friday. Und ja, ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Visuals, in die Melodien und alles, was sonst noch dazu gehört. Und wir schauen uns alles ein bisschen aus der psychologischen und aus der philosophischen Sicht heraus an. Und ich versuche, so viele Dynamiken, so viele Perspektiven und Facetten wie möglich aufzudecken. Und ja, heute geht es weiter auf unserer NF-Reise mit immer noch Album Nummer 1, Mansion. Ich habe auch schon, wir haben eigentlich gestartet mit der 4 EP, so, weil ich bin schon ein bisschen länger NF-Fan und vieles kenne ich einfach auch schon von ihm. Und die Blind Reactions zur 4 EP findet ihr auch auf der Liste. Und wir haben auch schon die ersten Sachen aus der allerersten EP gemacht. Zumindest 2, All I Have und vergessen. Aber ihr findet das alles. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt und immer wieder die nächsten Freitage dabei sein wollt, wir arbeiten uns jetzt chronologisch durch. Irgendwann werde ich zwischendurch nochmal nach dem ersten Album Hope einbauen. Auf Wunsch auch eines Abonnenten. Und dann geht es wieder chronologisch weiter mit dem zweiten Album. Genau, von daher. Heute haben wir Paralyzed. Ein Song, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ja, der mich damals auch emotional sehr gecatcht hat. Ein Song, den ich mir nicht ständig im Alltag auf meine Playlist setze. So, weil es einfach für mich ein Song ist, über den ich nicht einfach hinweghören möchte. Und der mich einfach auch immer wieder ein bisschen emotionalisiert. So, aber es ist ein wichtiges Thema und es ist ein wichtiger Song. Von daher, genug geredet, lasst uns starten. Entschuldigt, ich muss hier schon mal Pause machen. Dieses Gefühl, nichts mehr zu fühlen. Dieses Gefühl, irgendwie nicht mehr ganz da zu sein. Irgendwie wie eingefroren, wie abgekapselt zu sein. Das ist manchmal echt eine harte Nummer. Und manchmal kriegen wir es gar nicht so schnell mit, wie es uns eingeholt hat. Und natürlich, nicht jeder kennt das. So, aber es gibt einige Menschen da draußen, die diesen Zustand kennen. Und es muss nicht immer was mit Trauma zu tun haben oder mit irgendeiner psychologischen Erkrankung. Manchmal kann es sein, dass wir uns in unserem Leben, in unserem Alltag komplett verlieren. In diesem einfach nur Funktionieren, immer wieder dasselbe, immer der gleiche Alltag, wenig Freude, irgendwie immer überarbeitet sein, keinen Sinn mehr so richtig spüren in der Arbeit und so weiter und irgendwie ausgelaugt sein. Dann finden wir uns einfach nur immer abends vor dem Fernseher wieder oder vor YouTube und starren da vor uns hin. Wir scrollen stundenlang im Handy umher, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, was auch immer. So. Und wir haben keine Connection mehr zu uns selbst. Fühlen uns irgendwie. Und es kann verschiedene Gründe haben. Ne? Es kann auch einfach sein, gerade dieses Doom-Scrolling, so, ist immer auch die Suche des Gehirns nach irgendeinem Reiz, nach irgendeiner Reizbelohnung. Und das kriegen wir viel bei diesen ganzen Shorts, bei TikTok. Ne, da passiert immer ganz viel. Oder auch irgendwelche Spiele, irgendwas zocken. Irgendwas passiert da, irgendwas schaffen wir dort, irgendwie irgendwas, was gut läuft und so weiter. Oder auch Filme gucken,
YouTube-Videos gucken, das emotionalisiert. Da passiert wenigstens irgendwas, wo ich irgendeine Emotion spüre, ob es Freude ist, dass ich mich mit jemandem freue, ob es Traurigkeit ist oder was auch immer. So, ich finde mich irgendwo in etwas wieder, was zumindest mal was mit mir macht. Das ist besser, als irgendwo nur rumzusitzen und mich leer zu fühlen. Obwohl das natürlich genau der Punkt wäre, wo es interessant wird. Wenn ich all das weglasse und mich dann leer fühle, wenn ich dann merke, oh shit, wo ist die Connection zu mir selbst? Wo ist mein Glücklichsein? Wo sind meine eigenen Gefühle und Emotionen? Dass uns dann klar wird, eigentlich müssen wir was verändern. Aber damit wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen, machen wir halt den ganzen anderen Schnulli, suggerieren unserem Gehirn, dass ja alles in Ordnung ist. Dann können wir halt auch weitermachen. Ja. Weiterhören. From someone else, I'm paralyzed. Where are my feelings? I no longer feel things I know I should. I'm paralyzed. Where is the real me? I'm lost and it kills me inside. I'm paralyzed. Diese Frage, ne? Where's the real me? Das heißt, es gibt ja eigentlich ein Wissen darüber, wer ich sonst bin, wie ich sonst bin oder war. Wo ist das hin? Vielleicht, dass ich was Lebensfreude hatte, was neugierig war, was Motivation hatte, was irgendwas gefühlt hat. Und dieses I'm lost and it kills me. Dieses Gefühl, sich selbst verloren zu haben, keinen Zugang mehr zu sich zu haben oder zu dieser alten Version von sich zu haben. Das kann echte Verzweiflung auslösen, wenn man nicht so paralysiert wäre, wenn man nicht schon die ganze Zeit in diesem leeren Modus wäre. Und das verstärkt sich dann quasi immer mehr. Ne? Diese Verzweiflung, die ich sonst spüren würde, die ist so groß, dass ich dann lieber wieder in eine emotionale Abschottung gehe. Und dann lieber wieder nichts mehr spüre, weil es zu viel wäre. Und so spielt sich das die ganze Zeit und gleichzeitig merke ich auch, was da eigentlich passiert. Und manchmal ist es auch durch Trauma, ne? Also diese Flashbacks, die hochkommen oder Trigger im Alltag, so im vielleicht menschlichen Miteinander, die etwas hochgeholt haben, die etwas ausgelöst haben, die vielleicht auch diese Dissoziation ausgelöst haben, die eine Depression ausgelöst haben, die diese Leere in mir hervorgeholt haben. Und mitzukriegen, ich habe da gerade gar kein Handling, ich kann mich dem nicht erwehren. Ich bin dem ausgeliefert, ich habe mich einfach wieder verloren. Auch diese Verzweiflung, ne? Und eigentlich brauche ich Hilfe. Ja. By the way, gerne auf NFs Kanal gehen, NF Real Music, Abo hinterlassen, also abonniert den Kanal und liked auch gerne den Originalsong. So. Und wenn euch dieses Video gefällt, auch hier ein Like lassen und auch gern subscriben. Aber jetzt weiterhören. Nur mal ganz kurz. Diese leisen Töne, ne? Dieses sehr rare Klavier. Diese einzelnen Töne. Das macht echt, also das baut Stimmung auf, könnte man sagen. Also wirklich diese ganze Atmosphäre, ne? Und dann die Stimme im Hintergrund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass NF das selber ist. So, vielleicht ein bisschen gepitcht. Das macht er ja gerne mal, gerade auch in den Anfängen. Inzwischen singt er in seiner letzten EP. Schon ziemlich krass. Aber ja, das drückt die Stimmung aus. Das drückt schon sehr genau aus, wie sich das Paralyzed Sein anfühlt.
bevor es jetzt weitergeht. Das, was mich gerade so mitgenommen hat, war der Punkt von Scham, den er benannt hat. Wann ist das passiert, dass ich mich so sehr schäme, dass ich so sehr von Scham begleitet werde? Und Scham ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft, Schuld und Scham. Und damit wollen sich die wenigsten auseinandersetzen. Und wir haben alle damit zu tun, inklusive mir. So, großes Thema. Mein Nummer 1 Thema die letzten Jahre, da ging es viel um die Scham, überhaupt zu existieren. Die Scham, Menschen mit meiner Anwesenheit zu belästigen. So, da habe ich viel dran gearbeitet. Und es ist besser. Und dort gibt es immer noch die kleine Stimme. Und es wird auch immer ein Teil von mir sein. Ich kann nur wesentlich besser damit umgehen. Und ich kann diesen Teil gut integrieren und lieben und annehmen. Und das ist die Arbeit. Manche nennen es Schattenarbeit. Ich halte davon nicht so viel, das Schatten zu nennen, weil es das wiederum bewertet als etwas, was wir als negativ empfinden oder als etwas, was irgendwas Schlechtes ist oder irgendwas, was Angst machen sollte. Dabei ist es erstmal einfach nur ein Gefühl und eine Geschichte, die wir nicht wollen. So. Und Scham ist so ein Gefühl, was in uns immer auch, obwohl es nie um Überleben geht, gleichzeitig so viel Stress in unserem System macht, dass es sich anfühlt, als würden wir daran sterben. Oder wenn irgendetwas herauskäme, wofür wir uns schämen, dass wir dann sterben. Mindestens innerlich. So. Und was wir alles machen, um diese Scham nicht zu fühlen. Das kann ein inneres Abschneiden von unseren eigenen Gefühlen sein. Es kann dazu führen, dass wir uns paralyzed fühlen. Es kann aber auch ein Abschneiden von anderen Menschen sein, von Verbindungen sein, durch die Scham. Dass wir dann in eine Härte gehen, in einen Schutzmechanismus gehen, in Abwehr gehen, in Kampf gehen. Nur um diese Scham nicht zu spüren. Weil Scham macht auch immer was mit unserem eigenen Wert. Wenn wir beschämt sind, macht das was mit der Wertigkeit als Mensch. So. Und wer will sich schon abgewertet fühlen? Das Spannende ist, wofür wir uns so schämen, das sind ja oft die kleinsten Kleinigkeiten. Und dieses, wenn jemand wirklich wüsste, wie ich bin, dass ich auch lüge, dass ich auch komische Gedanken habe, dass ich schlechte Gedanken habe, dass ich dies mache, dass ich jenes mache, dann würde der mich nicht mehr lieben. Oder dann würde er nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Dann wäre ich allein. Dann würde mich keiner mehr mit dem Arsch angucken oder. Und jeder sitzt in seinem Kämmerlein mit seiner eigenen Scham zu genau denselben Themen. Und wir reden nicht drüber, weil wir so eine Angst davor haben, abgewertet zu werden und allein zu enden. Und dabei ist es oft das größte Geschenk, wenn wir uns genau damit zeigen, weil wir oft dann erleben dürfen, wie wir eben nicht abgewertet werden, wie eine Verbindung entsteht, eine Connection entsteht. Ah ja, das Thema kenne ich auch. Oder machst dir da gar keine Sorgen, ich kenne das. Oder ich kenne es nicht, aber für mich ist es gar kein Problem. Dafür, also in meiner Welt brauchst du dich dafür nicht schämen. Und dieser ganze Druck, das, was wir da immer mehr aufbauen, was immer größer wird und sich immer schwieriger zu überwinden anfühlt, darf plötzlich kleiner werden. Ja. Okay, weiter. Schon wieder so viel. Ich werde schon wieder... Nee, ich muss nochmal zurück und dann halten wir da nochmal an. Richtig. I'm scared to live, but I'm scared to die. Das ist so ein nicht seltenes Phänomen. Ne? Ich meine, es gibt so viele Menschen mit Gedanken an Sterben. Nicht mal an Gedanken an Suizid, sondern weil sie Angst haben vor dem Leben, weil es so viel ist, weil so viele Emotionen da sind, weil so viel passiert, so viel Komplexes um sie herum passiert, so viel, was ihnen vielleicht Angst macht, was sie überfordert und sie nicht
keine Strategie finden, damit umzugehen, weil es vielleicht auch unberechenbar ist. Und sie das Gefühl haben, sie schaffen das nicht. Es ist einfach zu viel. Und die Angst haben, jeden Tag neu zu beginnen. Und gleichzeitig wollen sie aber auch nicht sterben, weil Tod auch echt Angst machen kann. So, wer weiß, was danach kommt. Wer weiß, wie das Sterben ist. Wird es schmerzhaft? Und ich muss mich dafür selbst umbringen, was eigentlich gegen meinen Überlebensmechanismus im Gehirn und so weiter geht, ne? Und ich meine, wir sind ja alle auf dieser Welt, um zu leben. Und wir spüren alle diesen Wunsch auch danach eigentlich zu leben. Und gleichzeitig gibt es manchmal eben auch den Wunsch, dass es einfach aufhört. Aber nicht das Leben an sich, sondern das, was zu viel ist. Das, was wir vermeintlich nicht aushalten können. Das, wo wir keinen Umgang mit finden. Ja. Life is pain and I buried mine. Er hat so viel Schmerz erlebt, so viel Schlimmes erlebt und er hat es vergraben. So. Und da kommen wir im Laufe der Zeit ja auch immer noch mal mehr dazu, in weiteren Alben, in weiteren Songs, wo er über solche Sachen spricht. Und es geht nie weg. Es kommt immer wieder. Weil die Themen, die uns am meisten beeinflussen, die uns am meisten geprägt haben, mit denen wir uns am meisten identifizieren, die können wir nicht einfach begraben. Das wird immer wieder hochgespült. Und es will gesehen und gehört und es will verarbeitet werden. Das System möchte, dass wir damit einen Umgang finden. Deswegen zeigt es uns das immer wieder. Und das zu ignorieren, hilft höchstens zeitlich bedingt. Manchmal ist es so, dass das Gehirn das komplett unterdrückt, weil es zu viel wäre und einen absoluten Overload machen würde. Das ist oft bei Trauma, dass es dann eine Verdrängung gibt vom Gehirn und es komplett vergessen wird und dann Stück für Stück immer mal wieder Flashbacks hochkommen, so Ausschnitte und so weiter, die das nicht komplett unterdrücken konnte. Oder manchmal durch irgendwas kommt es wieder komplett zurück irgendwann. Und dann müssen wir damit umgehen lernen. Aber dann passiert es meistens zu einem Zeitpunkt, wo wir rein theoretisch die Möglichkeiten haben, uns damit auseinanderzusetzen und einen anderen Umgang damit zu finden, wenn wir es denn tun. Zum Beispiel mit Hilfe von Therapeuten. Ja, weiter. Taking over me, where am I? I wanna feel something, I'm numb inside. But I don't feel nothing, I wonder why. I'm in the race of life and time passed by. Look, I sit back and I watch it. Hands in my pockets. Waves come crashing over me, but I just watch them. I just watch them. I'm underwater, but I feel like I'm on top of it. I'm at the bottom, but I don't know what the problem is. I'm in a box, but I'm the one that locked me in. I'm suffocating and I'm running out of oxygen. Ich musste gerade an den Käfig denken, an Outkast, wo er sagt, ich habe mich in die Box eingesperrt. Aber ich will mich nicht ganz einsperren, weil dann ich brauche ja noch irgendwie Sauerstoff, um zu atmen. So. Aber eigentlich habe ich mich abgeschottet. Und das ist dieses Paralyzed. Es ist ein Schutzmechanismus. Ich habe mich eingeboxt. Also in meine Box reingetan, wo alles von außen nicht mehr auf mich einströmen kann. Aber es ist auch eine innere Box, wo bestimmte Dinge, bestimmte Emotionen, oder nicht nur bestimmte Emotionen, sondern oft viel mehr Emotionen, als wir eigentlich wollen, ausgeschlossen werden. Also wir wollen nichts mehr fühlen, aber das beinhaltet dann oft eben auch Freude, zum Beispiel, oder Hoffnung oder ähnliches. Und das wird mit ausgesperrt, nicht nur das Schlechte. Aber es ist immer noch besser, als das ganze Programm oder das ganze Paket wiederzubekommen. Und gleichzeitig führt es eben zu dem, wie man sich dann halt fühlt.
Was für ein Song. Und man konnte jetzt so zum Ende noch diese Verzweiflung richtig hören in der Stimme. Dieses, wo bin ich? Wo ist mein echtes Ich? Wo ist meine Lebensfreude? Wo ist meine Motivation? Wo ist mein Glück? Ich mache hier meine Arbeit, ich mache meine Musik. Ich versuche wirklich, ich mache meine Jobs. So, ich hustle. Ich versuche Dinge zu verarbeiten. Ich versuche es wirklich. So. Und die Musik ist sein Outlet. Das ist das, wo er das verarbeitet. Er sagt uns genau, wieder auch hier, was bei ihm los ist. Wo er steht. NF Real Music. So. Ja. NF. Ja. So. Ich würde es hierbei belassen. Wenn ihr mit solchen Sachen struggelt, wenn ihr immer wieder an so einen Punkt kommt und wenn ihr gerade Hilfe braucht, ich werde unten in die Beschreibung Hilfsangebote nochmal mit reinpacken. Ihr könnt euch in den Kommentaren an mich wenden oder einfach generell einfach nur in die Kommentare schreiben. Wendet euch an Menschen, traut euch. So. Fragt nach Hilfe. Sucht euch vielleicht einen Arzt oder einen Therapeuten, wenn möglich. Ihr seid nicht allein da draußen. Das ist auch die Message von NF. So. Genau. Damit würde ich es für heute belassen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon hören und sehen wollt, lasst ein Like da bitte. Gerne auch einen Kommentar. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten, mindestens NF Friday. Bis dann.